Hallo liebe Freunde, ich grüße euch aus dem weiten Sibirien. Hoffentlich geht es euch gut im Alltag. Heute ist der 15. September 2025. Ich möchte euch heute den Birkenwald zeigen. Das ist die natürliche Grenze zwischen den beiden Siedlungen Usадьба Marino und Solovye. In meinen früheren Videos habe ich die beiden Siedlungen schon vorgestellt. Bitte anschauen, wenn verpasst. Ich finde diese Siedlungen die besten hier, um bei Novosibirsk zu wohnen. Die Preise sind nicht günstig, aber trotzdem, es lässt sich hier und ja, gemütlich und glücklich wohnen. Aber man braucht mindestens 100.000 Euro auf dem Konto. Dieser Birkenwald ist sehr beliebt unter den Einwohnern dieser Siedlungen, so ist mein Eindruck. Man kann hier gemütlich spazieren gehen, die Familien mit Kindern sind hier unterwegs, die Jugendlichen fahren hier Fahrrad, es gibt hier Sportplatz. Im zweiten Teil dieses Videos möchte ich euch die teure Siedlung Solovye noch einmal zeigen. Aber diesmal will ich durch eine andere Straße gehen. Mein Eindruck ist, diese Siedlung hat euch sehr gut gefallen und deswegen beschloss ich, noch einen Spaziergang durch diese Wohnsiedlung zu machen, solange ich noch hier in Novosibirsk bin. Das ist die letzte Woche. Am kommenden Sonntag fahre ich zurück nach Irkutsk. Also bleibt bitte dran. Und während des Spaziergangs erzähle ich euch über die sibirischen Städte Novosibirsk, Irkutsk und Krasnojarsk. In diesem Birkenwald kann man schöne Videos drehen, aber wie gesagt, viele Leute bummeln hier hin und her und ja, ich will es nicht die fremden Menschen drehen. Man liebt das einfach nicht und deswegen muss man dann die Dreharbeit unterbrechen. Aber jetzt ist Mittag, die meisten Menschen sind jetzt in der Stadt, entweder beim Studium oder bei der Arbeit. Ja, die Luftqualität ist hier einfach herrlich. Man spürt hier die Natur. Wir erleben jetzt den richtigen goldenen Herbst und dürfen noch warme Tage genießen. Heute ist plus 20 Grad Celsius. Ich genieße das Wetter wie heute. Ich weiß nicht, wie das Wetter in Irkutsk ist, aber ich hoffe, diese Wärme zieht dann weiter nach Osten und ich kann diese warmen Tage dann noch einmal in Irkutsk erleben und genießen. Ja, so ist hier der Birkenwald. Hier, mir gefällt's. Jetzt gehe ich wieder zur Siedlung Solovye. Bleibt bitte dran. Das ist die Hauptstraße mit dem Namen Rublev. Aber diesmal gehe ich durch eine andere Straße. Damit ihr eine bessere Vorstellung von dieser Wohnsiedlung habt, für den Fall, wenn jemand ein Interesse findet, hierher zu ziehen. Diese Wohnsiedlung erinnert mir an Deutschland. Die Häuser sind so gemütlich und schön gebaut, haben fast einheitliche Architektur. Es herrscht hier Ruhe und Ordnung, genauso wie in Deutschland. Jetzt möchte ich in diesem Teil des Videos über die 3 sibirischen Städte erzählen, ansatzweise. Novosibirsk, das ist eine große moderne Stadt, Bevölkerungszahl etwa 1,5 Millionen, gilt als Sibiriens Hauptstadt. Das ist so sibirisches Moskau, viele Menschen,
aus anderen sibirischen Städten ziehen nach Nowosibirsk mit Hoffnung, hier eine gute Arbeit zu finden. Die Immobilienpreise sind hier günstig, die Stadt wächst, es wird viel gebaut. Also das ist so eine optimale Stadt für diejenigen, die in Sibirien leben möchten, aber wissen nicht, wo genau. Und Nowosibirsk kann viele Möglichkeiten zum Wohnen und zum Arbeiten bieten. Die Stadt hat U-Bahn und hat auch großen Flughafen. Von hier aus kann man fast in alle Richtungen fliegen. Also Nowosibirsk ist optimal zum Leben. So ist mein Fazit. Die zweite Stadt heißt Krasnojarsk, die ich vorstellen möchte. Das ist auch eine große Stadt. Die Bevölkerungszahl ist über 1 Million Einwohner. Dort wird jetzt die U-Bahn gebaut. Die Stadt ist auch so modern, aber auch teilweise hässlich bebaut. Mir gefällt Krasnojarsk ehrlich gesagt nicht so sehr, aber dort lebt mein Bruder Ivan und ich besuche ihn oft und kenne die Stadt sehr gut. Krasnojarsk ja, ist von schönen Hügeln umgeben. Der große und schöne Fluss Jenisej fließt durch die Stadt. Jenisej ist wirklich beeindruckend. Also rund um die Stadt Krasnojarsk gibt es auch viel schöne Natur. Viel schöner als bei Nowosibirsk. Nowosibirsk ist leider nicht so schön, was die Natur angeht. Und bis zum Altai-Gebirge muss man lange fahren. Es ist laut hier, es wird hier noch viel gebaut. Bauarbeiten laufen hier noch auf Hochtouren. Ja, nochmal über Nowosibirsk. Nowosibirsk, diese Stadt hat leider keine schöne Natur in der Nähe. Und die Stadt hat auch keine schöne Architektur. Entweder sowjetische Hochhäuser oder neue moderne, die auch oft nicht so schön aussehen. Ja, der Wind weht, hoffentlich stört das nicht und ihr könnt mich gut hören. Ja, jetzt gehe ich durch diese Straße, sehr schön. Erinnert mir an die USA. Sowas habe ich im Internet gesehen. Oder in Deutschland könnte man auch so etwas sehen, diese sauberen Straßen mit Fahrradwegen. Aber Krasnojarsk hat einen großen Nachteil. Im Winter ist die Luftqualität sehr schlecht. Mindestens war es früher so, jetzt weiß ich nicht, wie es ist, aber im Winter ist Krasnojarsk nicht so schön. Nur im Sommer könnte man die Stadt besuchen. Zum Beispiel eine Fahrt mit dem Schiff über den Fluss Jenisej unternehmen. Ja, dieses Häuschen wird verkauft, steht geschrieben. Zu verkaufen. Also Krasnojarsk würde ich kaum zum Leben empfehlen.
Aber wenn man ein Interesse hat, dann kann man dort ein paar Monate doch leben. Und jetzt möchte ich noch ein paar Worte über Irkutsk sagen, wo ich momentan lebe. Ja, ein Häuschen, sieht sehr modern aus. Das ist die zweite Generation hier in der Wohnsiedlung Solovje. Die Häuser sind einheitlich gebaut. Mir gefallen diese Häuser. Diese Häuser finde ich praktischer. Und Irkutsk hat sehr viel Natur in der Nähe. Zum Beispiel der Baikalsee befindet sich nur eine Autostunde von der Stadt entfernt. Man kann jederzeit für ein paar Stunden zum Baikalsee mit dem Minibus fahren. Zum Beispiel zum Dorf Listwanka. Auf meinem Kanal gibt es schon viele Videos davon. Aber der Nachteil von Irkutsk sind die Preise. Die sind leider nicht günstig, wie für die Lebensmittel sowie für die Immobilien. Die Großhandellager befinden sich in Novosibirsk und wegen der Logistik kosten viele Sachen in Irkutsk teurer. Aber man kann auch jetzt vieles online bestellen. Das ist nicht so kritisch, dieser Faktor. Und von Irkutsk aus kann man nach Asien fliegen. Es gibt direkte Flüge nach Thailand, Vietnam, China, Mongolei. So ein Flugticket kostet etwa 200 € für Hinflug. Die Bevölkerungszahl von Irkutsk beträgt etwa 600.000 Menschen. Aber die Jugendlichen verlassen Irkutsk in Richtung Novosibirsk oder Moskau oder Sankt Petersburg. Dort wollen sie bessere Studienmöglichkeiten finden. Aber in Irkutsk gibt es auch einige Universitäten. Ich weiß nicht, von welcher Qualität sie sind, aber trotzdem kann man auch in Irkutsk studieren. Und der große Vorteil von Irkutsk ist auch die große Zahl von Sonnentagen im Jahr. Auch im Winter. Und viel Sonne bringt immer gute Stimmung. Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, schön. Ich finde diese Häuser interessant. Sie haben aber flaches Dach. Ich weiß nicht, wie das Problem mit dem Schnee auf dem Dach gelöst ist. Aber so von der Optik her sieht das Haus modern aus. Mir gefällt's. Ja, da vorne befindet sich der See mit Strand. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Das beeinflusst leider die Bildqualität. Also Irkutsk würde ich denen empfehlen, die die Natur lieben. Und Irkutsk befindet sich auch weit weg von der westlichen Grenze Russlands. Das ist vorteilhaft im Fall eines Krieges mit NATO. Ja, hier ist der See mit Strand. Ich gehe noch ein kleines Stück nach vorne. Mal schauen, was da los ist.
Soweit ich sehen kann, werden hier neue Häuser gebaut. Okay, ich mache hier Schluss und gehe dann weiter und zeige euch noch was. Ja, liebe Freunde, am Ende dieses Videos möchte ich euch den dritten Teil der Wohnsiedlung Solovy zeigen. Dieses Projekt wird jetzt weiter ausgebaut. Da drüben auf der anderen Seite der Straße ist der Haupteingang. Aber hier auf der anderen Seite von der Straße gibt es Fortsetzung. Das ist die dritte Generation, würde ich mal sagen, dieses Projektes. Ich mache jetzt so einen kleinen Spaziergang, zeige euch, was hier gebaut wird. Noch vor einem Jahr war es hier nur ein Feld, eine Wiese ohne Häuser. Und man sieht, nach einem Jahr stehen hier schon einige Häuser gebaut. Ja, unglaublich, wie sich dieses Projekt schnell entwickelt. Mit Geld kann man wirklich viel erreichen. Und dieses Projekt gefällt mir sehr. Bei Gelegenheit würde ich mir auch etwas kaufen. Ja, man muss mit 120.000 Euro rechnen. Ja, hier muss der Eingang sein oder wird hier der Eingang sein oder besser gesagt Einfahrt. Ja, da sind alles moderne Häuser hier schon stehen. Aber in einem oder in 2 Jahren muss hier schon alles fertig gebaut sein. So ist mein Eindruck. Ja, wenn ich jetzt so durch die Siedlung gehe, dann spüre ich diese Energie, würde ich mal sagen. Ich mag diesen hohen Lebensstandard. Man spürt, man sieht, das Geld fließt hier. Das ist gute Lebensqualität. Ja, bin angenehm beeindruckt mit diesem Projekt. Hier will man wirklich was erreichen. Man sieht, es gibt hier keine Korruption. Man will hier nicht das Geld klauen, sondern man will tatsächlich etwas Vernünftiges aufbauen und das freut mich sehr. Ja, zum Beispiel dieses Haus, Projekt Haus 120. Vermutlich, meine Einschätzung, kostet dieses Haus 120.000, 140.000 Euro. Ja, man kann kaufen. Aber man muss noch in die Einrichtung investieren. Verkauft wird nur das Haus, der Rohbau sozusagen. Aber der Vorteil, Strom und Wasser sind schon angeschlossen. Aber ich würde lieber auf der anderen Seite von der Straße wohnen, nicht hier. Hier braucht es noch Zeit, bis hier alles bewohnt ist. Ja, interessant. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Habt ihr weitere Fragen, dann stehe ich euch gerne zur Verfügung. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.